Der Schreibtisch ist nicht interessant für uns. July 1920, Alaska Peninsula. February 1922, South Africa. Ja, wie er da rumtapselt. Ist noch dieser große Schrank. Ah, ist auch wieder ein Rätsel. 4 Chinese symbols are engraved on this padlock. Tja. I won't manage to do it randomly. Should I look at the rest of the facade, maybe? Sieht wieder so ein bisschen wie auch das Gedeck aus. Das wir da unten am Tisch hatten. Well. The characters engraved on this disc resemble those engraved on the padlock. Ja, man muss nur gucken, wie rum. Wahrscheinlich Like so. this. This character appears to be the right way round. The position of this character looks right to me. No, it's not the right call. Ja, ich bin dann auch noch gar nicht fertig. Ich kann mir die nur nicht alle auf einmal merken. The position of this character looks right to me. The position of this character. Very good. Bin ich zu ungeduldig für. Ich weiß doch schon, wie es ist. So, oder? Nicht? Ja, das müsste es aber sein. Erstes. Ah, nee, das ist ein anderes. Glaube ich, als das zweite, ne? Das hier ist das. Ja, okay. At last, the cupboard is open. Helmet, flask, and rifles. Franklin is very well equipped. Und 3 Bücher. The English countryside is back in fashion. Genteel and wild. English countryside revisited. Was haben wir noch? The Railway Children. E. Nesbit. Railway. For Franklin. Und Effie's Christmas, 1910. Langsam wirkt Franklin doch recht verdächtig. Okay. Und Traveling in China. A practical guide for English travelers. der macht natürlich Sinn in Anbetracht der Hintergrundgeschichte. Okay. Die Umgebung des Hauses durchsuchen. Dürfen wir jetzt raus. Endlich. Wer ist eigentlich der Gärtner? Es wird immer von dem Gärtner gesprochen. Aber wir haben den nicht mal befragt oder irgendwas. Der wurde mehrfach erwähnt. Vielleicht begegnen wir dem ja. Mal schauen. Wer weiß, was uns hier draußen noch erwartet. Fauligem Fisch? Ja, wahrscheinlich vom Meer. Das Meer ist hier doch direkt um die Ecke. Oh, oder der dampft ein bisschen seltsam. Na? This fountain makes a very relaxing sound. Okay. Doch kein Gestank. This wisteria is in full bloom. I would like to congratulate Clark's gardener. What symmetry.
Okay, nichts Spannendes hier, wie es scheint. Naja, das kennen wir ja. Ach so, es ist heute einfach nur ein nebliger Tag? May you have peace, Carmichael. Charlotte. Oh. Warum sieht das aus, als würde hier oben was fehlen? Aber hier an seiner Lieblingsstelle, wo er runtergeguckt hat. Okay, wir können hier nicht das Tor runternehmen. Hm. Hier, was riecht nach Where is verfaultem the horrible Fisch? smell of carrion coming from? Hat hier irgend so ein Vogel vielleicht irgendwie was gedroppt? Na, jetzt können wir uns das angucken plötzlich. It was Eben durfte ich probably the nicht. gardener who lit this fire. Ja. Okay, das ist Look schon sehr here. seltsam. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. Ja. This subject will probably be useful to me. Habe ich nicht noch irgendwas von Gärtner eben gesagt? Können wir die zusammenlegen? Hm. Ja, Sir Carmichael. Warum sind die denn jetzt alle so durcheinander? Die sind jetzt nach Alphabet sortiert. Das ist natürlich blöd. Ich dachte, die sind vielleicht noch nach Fall sortiert. So, das erklärt aber immer noch nicht, wo der Fischgestank herkommt, oder? Der Brunnen war es nicht. This fountain makes... Okay, entspannte Geräusche. Dann gucken wir vielleicht mal hier oben noch. Den konnten wir, glaube ich, auch nicht angucken. Something makes me... Oh. Ich würde ja eigentlich nicht unterbrechen. Unwohl? Warum? Oh. Brown pellets. Ah, Gift. Revolting. Let us now try and get our brain cells to work. Ich will mir erst noch den Rest fertig angucken. Tut-tut. The gardener does not follow the alignment. There, that's better. It is symmetrical. There, that's better. It is symmetrical. Okay, Rattengift. Dann hat sie das Arsen vielleicht gar nicht zum Vergiften genommen, sondern für die Ratten. Warum hat Zora persönlich Gegenstände in Comside gelassen? Hat die Geschenke hinterlassen? Ich bin ein bisschen verwirrt. Er hat einen Brief hinterlassen, die Geschenke hinterlassen. Der Dolch? Ah, möchte nicht des Diebstahls bezichtigt werden. Okay. Everything that Thorgray has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her. But she chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. Okay. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Das macht tatsächlich Let us Sinn. now try and get our brain cells to work. Ist sie eine Giftmischerin? Nee, es ist für die Ratten, ne? Thorgray had no reason to kill someone who only had few months left to live. The poison she ordered was for rats. The gardener must have made good use of it, considering the stinking remains on the path, not far from the property. I've finished here. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. War irgendwo ein Schlüsselbrett oder so? Hastings anrufen, okay.
Irgendwo hatten wir doch mal ein Schlüsselbrett gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. I must put the... Wo soll ich den aber denn hin tun? Soll ich den da einfach hinlegen? Wo war der denn? Die Schale hier legen? Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. War der hier? Nee, das ist nur das hier oben. Das unten, das oben können wir uns gar nicht mehr angucken. Ach, der war in dem Tiger drin, ne? Oder? In dem Löwen hier. Right? April. Okay. Perfect. Nothing else is keeping me here. Was mit denen? Verbrannte If someone has Blätter. tried to get rid of these documents, they may be important. Aber hier fügen wir nichts mehr zusammen. Verbrannte Blätter im Garten des Herrenhauses der Clarks. Ich bin sicher, dass dies das Werk des Mörders war. Erinnert es wesentlich für die Ermittlung. Dann rufen wir mal an. Hello, Hastings? I have finished in Shurston. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burnt document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. Bin sehr gespannt, was da drauf steht. Was sollte denn der Mörder am Tatort verbrennen? Er kann ja auch einfach alles mitnehmen. Das ist ganz komisch. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. Aber auch interessant, dass der ABC-Mörder nicht das ganze ABC durchmacht, sondern wirklich nur A, B und C. Oh, Plätzchen. This man is tired. Oh ja. Donald is short of sleep, and it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. Gut. Mr. Poirot, I don't know why I'm here. Das kann ich dir natürlich auch nicht sagen. You wanted to talk, and you came to find the only man capable of hearing you. Mr. Poirot, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. Have a drink, and tell me about this dream. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her round the throat, and I squeeze, and squeeze until she's dead. Her head falls back, and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty.
And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Well, well, well. Very interesting. Let us now try and get our brain cells to work. Naja, das Gefühl, dass er die halt ersetzt, oder? Sondern war sehr in Betty verliebt. Er fühlt sich schuldig, sie ermordet zu haben. Er war ein gewalttätiger... Oh, es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten. Was haben wir hier denn? Die beiden Morde wurden tatsächlich vom selben Mörder begangen. Ja, das ist ja total egal dafür. Ein bisschen hier überfordert, was das. Er mag Megan. Er bringt sie nicht um. Er fühlt sich schuldig. Okay. Okay. Läuft ja alles, wie Megan es wollte. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. Oh nein, er heißt Donald. It's easy Aber to Donald sleep not by the Fraser. sound of the wheels. Ich dachte schon, jetzt schlägt er nochmal zu und ermordet jemand mit D. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. Wenn er mit I dem Zug think fährt. Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Oh ja. Yes, we'll be receiving it tomorrow. Bien, it is late, and I asked Miss Gray to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Da hatte ich kurz Angst um unseren Donald. Mademoiselle, Okay. I asked you here in order to answer a very important question. You lied to us, and I demand to know why. But what are you talking about? Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. Oh. One of those traders who sell stockings from door to door. Strümpfe? Das ist natürlich Can you sehr describe him interessant. to me? Medium size. Glasses. Dark suit and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident. But he wasn't. Weil er keiner ist. You also forgot to tell me that you had been fired. You never asked me. It was Franklin who led you to believe that I left voluntarily. He's more chivalrous than you. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin could not go against the wishes of a sick lady. He is a good man. And he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churston. It was too risky for you to keep these objects, am I correct? Risky? What was the risk? You know very well what Lady Clark might have said if you had kept these objects. Indeed. These objects were gifts.
but Lady Clark would have been convinced that I'd stolen them. By returning them, I put an end to such evil gossip. Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd ask you? How dare you ask such a question? Ja oder nein? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Okay. Aber bei Thank seinem you, Bruder sieht es Mademoiselle. anders aus, oder wie? I will not keep you any longer. Okay, ich will jetzt den Brief basteln. I met Thora Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you Maybe. have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get our brain cells to work. Hätte Thora Sir Carmichael geheiratet, wenn er noch leben würde? Naja, die hat ja mit dem anderen was gehabt. Ich weiß nicht, klar können wir solche Sachen machen. Also irgendwie gibt es hier wieder nur Kombinationen, die das bestätigen und nicht die das ablehnen, oder? Bin ein bisschen verwirrt, welche Kombi es hier sein soll. Hätte Jorah ihn geheiratet. Sie bleibt vage. Dora schätzt Franklin und... Achso, Franklin. Ist hier noch irgendwas? Aber es ist nichts mit Franklin. Das sind nur Carmichael-Dinger hier drin. Das sind nicht genug, damit man das auf das Franklin-Ding bringen könnte. Ist das mit der Verführerin wichtig? Ah, okay, das ist es. Ich weiß nicht, ob das so dafür spricht. Das finde ich schon ein bisschen... When Sir Carmichael refers to paternal affection, he is lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. Das stimmt These are natürlich. the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. Ja, What gut. if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she is calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Okay. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Mit dem Hausierer, ja. Das ist ja interessant, gerade mit Let us den now try Strümpfen. and get our brain cells to work. Weil die Strümpfe hatten wir aus dem zweiten Fall. Aus dem ersten jetzt nicht unbedingt, aber... eine Kiste mit Strümpfen. Oh, stimmt, die hatte auch Strümpfe. Ah. It's perfectly clear, Hastings, perfectly clear. Indeed, a stocking seller visited Andover, Bexhill and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest, Job. Soll ich jetzt den Brief zusammenlegen? Es muss doch jetzt kommen, die Lösung. Im Laufe des Tages. Chief Inspector, we are looking for a stocking salesman. I see you have a suspect. Yes. Contact all the stocking wholesalers who may employ him. Your suspect is a salesman?
Ich glaube, No, der he gibt does not sich nur für decode us. einen aus, He says oder? door to door. Right. The hunt is on. Ich glaube nicht, dass der irgendwo registriert ist. Oh, D. Er will doch weitermachen. Are you leaving, Mr. Cust? Kast hieß er. Yes, I'm going to Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. I have to. I have engagements. I must respect them. Ob der auch was mit dem Hals hat?